Herzlich willkommen zurück. Und zwar sind wir jetzt mit Teil 2 dran von EXOs Album The War. Ich habe mir schon den ersten Teil angeguckt, die erste Release. Coco Pop, das könnt ihr bestimmt auch nochmal nachgucken, wie das war. Und heute kommt eben das zweite, nämlich Power. Und da habe ich schon ganz unterschiedliche Sachen gehört und bin jetzt mal ganz gespannt, wie mir das selber gefallen wird. Ich habe viel über die Effekte gelesen und mal gucken, ob mich das auch so stört oder nicht. Ich glaube, was mich eher stört oder traurig macht, ist, EXO werden immer weniger, das ist halt irgendwie traurig und ich hätte gern Lay noch dabei gehabt, ist einfach auch ein guter Tänzer und gehört einfach mit zur Gruppe dazu. Und ich habe in meiner Masterarbeit habe ich unter anderem auch über EXO geschrieben und deswegen ist für mich halt EXO auch irgendwie wichtig und damals waren es auch noch alle 12 EXO-Members und jetzt ist es halt immer weniger. Das ist schon traurig mit anzusehen, wenn man auch sehr viel Zeit eben mit der Analyse von denen verbracht hat. Es geht jetzt um Power und jetzt gucken wir mal, wie das sein wird. Oh, okay, bin schon gespannt. Und los. The universe has transformed. Distorted space has been reassembled. Ah, stimmt. Comic-Style. And the unpurified red force imbues two suns with darkness. Oh wait, this is Was sind das für Zwerge? nah, not here. Oh, cute, but not here. Okay, schön, dass das Exoplanet, dass das auch mal wieder Thema ist. Cool. Ja, das sind also die Special Effects, von denen ich schon gelesen habe. Gut, vielleicht stimme ich da mit überein, dass die super billig gemacht sind. Egal, das ist der Stil. Das ist der Stil, das ist der Stil, das ist der Stil. Okay, die Kontaktlinsen sind so stark. Das sag ich, ja. Also ich sag das. Okay. Okay, dieses Glitzer finde ich einfach irgendwie too much. Ein Human hier oben. Oh, Chen und Santino lächeln. Ja. Oh, warum sieht die Ono immer so gut aus? Das ist einfach unfassbar. Und er gibt sich nicht mal Mühe, gut auszusehen. Er sieht einfach gut aus. Seon sieht auch richtig gut aus an dem hier. Dunkle Haare stehen ihm einfach richtig gut. Viel besser als helle. Oh, süß. Ich weiß nicht, wie haben die sich gefühlt, als sie das gedreht haben und ja überhaupt kein Target hatten, auf das sie schießen konnten. Yay, mein Chat ist halt schlau. Nein. Oh, Jen ist der Hero. Jen hat alle gerettet. Natürlich, dass es mein Jen ist. Oh. Okay, nee, das passt jetzt gar nicht rein. Oh mein Gott. Okay, ja. Jen! Oh, sie haben kleine Pokebälle. Und sie haben ein Device.
Ah, sind die damals so auf die Erde gekommen? Das ist diese Katze da, die hat überhaupt nichts da zu suchen. Oh, okay, das sind so perfekte, da denke ich mir, warum? Backyard und Katze sollte verboten werden. Aha, so haben sie also ihre Mächte bekommen. Das ist ja mal schön, dass man das auch fährt. Go, Tanja! Plumps. Oh Gott, Bäckchen. Scheiße. Oh Gott, sieht der gut aus. Ah. Okay. Ich bin gerade ein bisschen geflasht von dieser letzten Aufnahme von Becky, weil er sieht richtig, richtig gut drin aus. Gut, 3 Teile. Einmal Story, dann die eigentliche Musik und dann die Special Effects. Super finde ich die Storyline. Also es wird endlich mal erklärt, wo EXO ihre Mächte eigentlich herhaben, ihre Superkräfte, auch wenn es halt nicht alle sind, aber okay. Das finde ich echt ganz schön. EXO kommen ja auch von Exoplanet und sind ja dann als Außerirdische auf die Erde gekommen während einer Mondfinsternis. Das finde ich gut, dass das hier alles nochmal so aufgegriffen wird, nochmal thematisiert wird. Das geht einfach nicht verloren. Also das ist mir in anderen MVs so ein bisschen verloren gegangen, auch wenn das so im Hintergrund häufig trotzdem noch Thema ist. Aber jetzt in The War wird das viel, viel mehr aufgegriffen. Das finde ich eigentlich richtig schön. Gut, das gefällt mir. Ich weiß gar nicht, ob ich das Lied an sich, das geht irgendwie, finde ich, total unter. Es ist ein gutes Background-Lied. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist, weil einfach diese Effekte und die Storyline so dominant sind in diesem Musikvideo. Also man achtet wirklich nur auf, was alles passiert im Hintergrund und wie schlecht diese Visual Effects auch sind, dass ich mich auf das Lied gar nicht richtig konzentrieren kann. Aber ich glaube, es ist so, ich finde das irgendwie so ein Fußballlied. Hört sich jetzt scheiße an, aber man kann das so mitgrölen, so Power, Power. Und mehr passiert da irgendwie nicht in dem Lied. Also mehr ist mir jetzt erstmal nicht hängen geblieben. Deswegen würde ich jetzt erstmal behaupten, dass das Lied etwas schwach ist im Vergleich zu den Liedern, die ich von EXO bisher kenne. Aber es geht halt jetzt auch gerade einfach super unter. Trotzdem glaube ich, auch wenn es schwach ist, ist es ein Lied, das man immer singen kann. Also das ist so ein gemeiner Ohrwurm. Dann die Visual Effects, okay. Da sind Visual Effects dabei, die sind ja mit Absicht so schlecht gemacht, weil das eben zu den momentanen Stilmittel im K-Pop und von K-Musikvideos sind. Es ist ja auch alles jetzt mehr in die 90er wieder, also die 90er leben sehr, sehr stark im K-Pop wieder auf. Modisch, aber eben auch cineastisch. Und ja, also hätten sie es auch schön machen können mit schönen Effekten. Auf jeden Fall. Also SM hat genug Geld, um das zu machen. Hätte es das unbedingt gebraucht? Nein. Also es hätte diese ganzen Effekte hätte es nicht gebraucht. Man hätte das auch auf eine ganz andere Art und Weise schön erzählen können. Aber es ist jetzt nun mal drin und sie dominieren sehr, sehr stark. Und man muss es, glaube ich, einfach so akzeptieren, dass es eben ein Teil von diesem Musikvideo ist. Und das macht dieses Musikvideo besonders und eben nicht langweilig. Übrigens hat Chanya blaue Haare und ich mag kein Blau. Das finde ich irgendwie, sie steigen so ein bisschen auf dieses Star Wars, Star Trek Fieber auf. Weiß nicht, ob das sein muss, aber auf der anderen Seite ist es halt auch ihre Geschichte. Okay. Ich finde diese Zwerge da total bescheuert.
Und diese Katze, also sorry, aber warum hauen die dann noch so eine komische Katze rein? Das finde ich jetzt gar nicht gut. Aber die alten MVs werden auch wieder aufgegriffen. Das ist ja eigentlich auch ganz schön. Also ich finde das Make-up super krass, aber ich check schon, das greift eben nachher ihre Kräfte wieder auf, ihre Superkräfte trotzdem. Ja, das hat so ein bisschen Big Bang-Style. Ein bisschen, naja, nicht ganz so stark, wie Big Bang das häufig hat, aber so vom Make-up her. Schumann, was tust du da? Ja, das ist so ein Mitgrölllied. Also, Kai ist schon. Manchmal hat man das Gefühl, der ist irgendwie nicht ganz echt. Weil der so gut auch geschminkt ist und das so gut an ihm aussieht, einfach. Auch wenn ich persönlich kein Kai-Fan bin. Der Rap ist auch nicht wirklich gut, aber er passt wieder schön dazu. Also das schaffen EXO immer, dass der Rap immer dazu passt, auch wenn ich den persönlich einfach nicht atemberaubend finde, sagen wir es mal so. Ich finde es schön, dass Chen und Xiumin immer mehr eine Rolle spielen, weil sie dadurch, als es noch EXO K und EXO M war, also als es noch 2 Gruppen waren, sind die beiden immer untergegangen ein bisschen und das finde ich jetzt schön, dass sie einfach viel, viel mehr Platz einnehmen, weil sie einfach auch zu EXO gehören und sowieso zu dem jetzigen EXO-Besetzer. Tschüss! Also dieses Cartoon dazwischen drin finde ich auch super unnötig. Sorry, aber... Oh. Der Cartoon-Style, der muss überhaupt nicht sein, genauso wie diese Katze nicht sein muss. Die Jungs reichen noch vollkommen aus. Und es ist ein lustiges Schauspielzeug, ja. Mundfinsternis! Als sich die Jungs wieder lustig vorgekommen sind. Hey, aber das finde ich wiederum total schön gemacht eigentlich. Also es ist schön, aber gut gemacht einfach. Ich dachte immer, Kai wäre derjenige, der als erstes unten angekommen ist, aber anscheinend war es Baekhyun. Also das Album hatte wieder ein Gesamtkonzept und das wurde hier gut aufgegriffen. Ich glaube, das war ein schönes Sommeralbum tatsächlich. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass es für mich nicht das stärkste EXO-Album bisher war. Also Album, das kann ich jetzt auch nicht sagen, sondern ich meine halt die beiden Lieder, die beiden waren das für mich nicht so das Stärkste. Man hat hier auch bei Power keine Choreografie gesehen. Und EXO haben ja immer richtig, richtig starke Choreografie. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese beiden EXO-Musikvideos mal anzugucken, vielleicht auch in das Album reinzuhören, weil EXO uns immer wieder bereichern werden. Und dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß dabei. Mach's gut! Tschüss!